for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Iguana Rhinolopha und in dem Fall Titanium Blue heißt diese Farbe. Ne? Ich glaube, ich habe sie euch als kleines schon mal gezeigt. Ich habe jetzt auch überlegt, hatte ich den erst als Intro-Tierchen oder hatte ich das nur vor? Also die Insider unter euch könnt gerne mal reinposten von wegen, Stefan, du Idiot, du hattest den erst vor 2 Monaten oder sowas. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn nehmen wollte als Intro-Tierchen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn als Intro-Tierchen hatte. Also deswegen im Zweifelsfall ist er heute zum 2. Mal da, macht aber auch nichts, weil der ist so wunderschön, der darf auch 2-mal dabei sein. Titanium Blue ist eine neue Farbvariante. Man könnte es auch als axanthisch bezeichnen, denen fehlt die gelben Pigmente, deswegen werden die so blau. Es gibt ja die Blue Diamonds aus El Salvador, die man schon seit vielen Jahren bekommt. Dieses Titanium Blue ist nochmal eine völlig andere Linie, ist also mit den Blue Diamonds auch nicht allel. Sieht auch, also man sieht schon definitiv anders aus, ne, mit dem Weiß mit drin. Also umso größer die werden, umso toller wird diese Färbung mit dem Blau, mit diesen weißen Punkten. Also ich finde sie wunderschön. Dass Iguana Rhinolopha riesengroß wird, das wissen wir alle, also nur für die, wo wirklich viel Platz haben, aber sonst ein wunderschönes Terrarientier und deswegen für euch mein Intro-Tierchen heute. Das Thema heute sind die Felsenwarane, Varanus clowerti. Letztens hatte ich einen Kunden hier, der sich einen geholt hat und der hat mich eigentlich auf die Idee gebracht. Er hat gesagt, ja Stefan, wieso hast du noch nie eine Reptil-TV-Folge dazu gemacht? Weiß ich eigentlich gar nicht. Tatsächlich fiel mir dann in dem Moment auf. Jetzt habe ich aber auch den Namen von dem Kunden vergessen. War ein junger Kerl, so um die 15. Ich denke, du weißt, falls ich dich, wenn du das jetzt siehst, dass du gemeint bist, dein Name habe ich, muss entschuldigen, leider vergessen. Also die Folge aufgrund von deiner Anregung. Die Felsenwarane kommen aus Australien, aus dem Norden. Gibt 2 Verbreitungsgebiete. Das eine ist Kimberley Rock, nennt sich das Gebiet. Daher kommt auch der englische Name, also oder international sagt man Kimberley Rock Iguana zu den Felsenwaranen. Und dann, also das ist ein bisschen ein größeres Gebiet und dann gibt es noch ein kleineres Gebiet, das ist wohl der Kakadu Nationalpark, wo es auch die Varanus clowerti geben soll. Eigentlich ein wirklich gutes Terrarientier, von der Größe her recht überschaubar, also die werden insgesamt mit Schwanz so 80 cm. Ne? Das Tier, was ich hier jetzt habe, ist so ein Jungtier, also ausgewachsen. Kopf-Rumpflänge ungefähr 20 cm, dann noch rundes 60 cm Schwanz dran. Das gibt dann am Schluss 80 cm Gesamtlänge, ist aber noch relativ überschaubar, lässt sich gut in der Terraristik halten. Ich würde vorschlagen, Terrarium Minimum 1,20 Meter Terrarium, 1,20 Meter, 60 zum Beispiel, ist eine gute Terrariengröße. Wenn wir jetzt bei uns auf der Seite schauen, da gibt es das Bartagamen-Komplettset. Das eignet sich eigentlich perfekt für die Felsenwarane, weil sie auch vom Klima her, also man kann sie klimatisch mit Bartagamen vergleichen. Die wollen am Tag wirklich auch ordentliche Hitze. Vielleicht ja, nicht ganz, also sind nicht ganz so Sonnenanbeter wie eine Bartagame, sondern wenn es zu heiß wird, dann verkriechen sie sich in diese Felsspalten, suchen da vielleicht gleich ein wenig Schatten. Aber Lufttemperatur gute 30 Grad, Sonnenplatz bis 40 Grad, da fühlen die sich pudelwohl und ja, lassen sich dann eigentlich wirklich perfekt im Terrarium pflegen. Als Bodensubstrat nehmt ihr entweder Sand oder ihr könnt auch Holz nehmen als Bodenstreu. Nehmen wir seit vielen Jahren, sind sehr zufrieden damit. Ich weiß, dass es aber umstritten ist, wie auch bei Bartagamen oder bei vielen Wüstenbewohnern gibt es Terrarianer, die sagen, um Gottes Willen, das Holzstreu, das geht ja gar nicht. Wir machen seit Jahrzehnten, sind sehr zufrieden damit mit dem Holzstreu.
Die Entscheidung letztendlich kann bei euch sein. Ich denke, es ist beides richtig. Vielleicht ganz gute Diskussionsgrundlage könnt ihr mal unten rein posten. Kann man Holz nehmen für Wüstenbewohner statt Sand oder geht da wirklich nur Sand? Bin mal auf euer Feedback gespannt. Also wie gesagt, wir haben seit Jahrzehnten super Erfahrung mit dem Holz gemacht. Vom Zusammensetzen her macht ein Pärchen Sinn oder vielleicht sogar ein Männchen, 2 Weibchen. Ich hatte jetzt vorher gesagt 1,20 Meter Terrarium. Ich denke 1,20 Meter Terrarium ist für ein Einzeltier auf jeden Fall okay. Für ein Pärchen grenzwertig kann aber auch gehen. Schöne Aufbauten hin reinmachen, dass die wirklich klettern können. Oder auch gucken, dass man wirklich diese Felsspalten reinmacht. Kann man ja mit Styropor zum Beispiel basteln. Haben wir auch mal eine Sendung drüber gemacht, Terrarien, Rückwandgestaltung, wo wir das zeigen, wie man so schöne Felsrückwände machen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vielleicht sogar 1,50 Meter Terrarium, wenn ihr ein Pärchen habt oder wenn ihr eine Gruppe habt, ein Mann, 2 Weibchen, 1,50 Meter Terrarium, sicherlich auch nicht verkehrt. Dann lassen die sich wirklich sehr toll halten und auch züchten. Ne? Züchten, um die Tiere stimulieren, dient eine leichte Winterruhe. Macht im Winter mal 2 Monate, würde ich die Tagbeleuchtung ausmachen. Nachts würde ich alles so lassen, wie es ist. Einfach, wie gesagt, 6, 8 Wochen Tagbeleuchtung aus. Das ist eine gute Stimulation für den Winter. Und dann fangen die, wenn ihr die Temperatur wieder hochfahrt oder Licht wieder hochfahrt, fangen die Paaren an und lassen sich auch wirklich sehr gut züchten dann. Ne? Geschlechtsreif mit circa 2 Jahren. Wachsen schnell, sind als Jungtier wirklich pflegeleicht, fressen alles, was sie Herr werden können, beziehungsweise alles, was sich bewegt. Also das heißt, es sind auch rein karnivore Tiere, Heimchen, Grillen, Heuschrecken, die ganzen gut mit Mineralien bestäuben, ne? Herpetal oder Nekton gut einstäuben und dann lassen die sich wirklich toll aufziehen und sind wirklich ein perfektes, dankbares Terrarientier. Am Schluss immer der Verweis auf gute Literatur. Der Michael Evers hat hier dieses Art für Art Klauerts Felsenvaran gemacht. Kann ich euch wirklich empfehlen. Die Art für Art sind ja kleine Monographien, aber wirklich gut. Also wenn ihr überlegt, euch dieses Tier anzuschaffen, mit dem Buch sicherlich nicht fehl. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, bleibt mir treu. Reptil TV abonnieren natürlich und ansonsten checkt die Klauertis.